Also, Servus und willkommen mal wieder hier bei uns bei Genesis Import. Heute haben wir mal wieder was ganz Besonderes. Ihr habt gesehen, wie das montiert wurde und wie wir wieder das quasi aus dem Karton ausgepackt haben. Zum ersten Mal, wir haben nicht mal Fotos davon von Alucab. Das ist nämlich die 2 Meter 270 Grad Markise. Wie ihr seht hier, wir haben die Markise am Jimny montiert, damit die Proportionen natürlich passen. Sonst die 260 Markise, ihr könnt euch vorstellen, wäre 60 cm extra hier und wäre natürlich viel zu lang für den kleinen Jimny. Deswegen haben wir entschieden, diese Markise hier zu montieren und nicht an ein von unseren anderen Fahrzeugen. Und ich finde, das passt auch perfekt. Wir werden noch jetzt gleich sehen, ich werde es aufmachen. Vom Aufbau, vom Äußerlichen, es ist genauso wie die 270 Grad Markise. Also von außen, wir haben die schwarze Schutztasche, die wir haben, das Alucab Logo, und innen drin werden wir sehen, wie es dann jetzt aufgeht. Aufmachen, Klettverschlüsse immer nach unten aufmachen, das erleichtert das Zuschließen dann später. So, 1, 2, 3, die Tasche ein bisschen drüber ziehen, und was wir eigentlich nur machen müssen, ist hier daran greifen und rüber gehen. Hier haben wir den Gegenstück und dann müssen wir quasi nur abspannen. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist hier mit diesen Beinen quasi, damit der Regen schön abtropft, dann aufstellen. Und das war's. Wir haben sogar ein bisschen Wind jetzt, also man kann sehen, die Markise ist freitragend. Genauso wie die originale 270 Grad Awning von Alucab. Die müsste man nicht unbedingt quasi mit diesem Bein stützen, können wir aber trotzdem machen. Dafür haben wir das, ist aber nicht nötig. Außer man hat die Seitenwände bei der 270 Grad Markise. Hier, weil es immer noch ein Prototyp ist, wir haben zwar die Klettverschlüsse als Vorbereitung für Seitenwände, aber ich habe noch keine Informationen von Alucab bezüglich irgendwelche kommende Seitenwände. Eventuell ist das in Planung. Was wir hier noch sehen können, ist wirklich Teile von der originalen 270 Grad Markise, die größeren. Also wir haben hier das Edelstahl, das heißt Mainframe, quasi das Grundgerüst, dann die Arme, die Aluminiumarme und die Hülle quasi, wo die Markise reinkommt, also ein Aluminiumprofil. Dazu der gleiche Stoff, was wir haben, quasi von der einen Seite, von unten ist es relativ dunkel und von oben ist es quasi aluminisiert, das heißt, es reflektiert sehr gut. Dadurch entsteht unter der Markise ein kühleres Gefühl, weil die Sonnenstrahlen nicht da durchgehen, sondern abreflektiert werden. Wir haben hier in den Armen immer noch an jeder Seite die Abspannbänder, die können wir dann nutzen. Und da haben wir sogar eine kleine Tasche mit den ganzen Heringe dafür. Mal sehen, ob ich das wieder so schön zurückkriege. Da. Einigermaßen. Das kriegt man aber später dann wieder zurück. Was cool ist, also die Jimny-Tür, das ist alles von unserem Hund. Die Jimny-Tür geht perfekt so zur Seite, so dass man die Markise auch sehr gut nutzen kann. Hier würde am sinnvollsten sein, eine linke Markise zu nutzen, wie beim Defender zum Beispiel. Da gehen die Seitentür immer nach rechts auf und dann macht es auch natürlich keinen Sinn, eine rechte Markise zu montieren, weil dann müsste ich quasi, wenn die Markise hier wäre, um die Tür laufen und dann quasi aus dem Markisenschutz rauszugehen und dann wieder am Auto etwas zu machen. Deswegen empfehlen wir bei solchen Fahrzeugen oder vor der Markisenkauf immer in Betracht zu ziehen, woher die Tür überhaupt aufgeht. Ob es nach oben ist es natürlich dann eine andere Sache, aber rechts oder links ist es erstmal das Wichtigste.
Ja, hier haben wir die Markise. Dadurch, dass die Markise eigentlich die gleichen Bauteile aufweist wie die vorherige, haben wir hier auch die Halterung für die Alucab-Querträger genutzt. Hier haben wir Frontrunner-Füße, wir haben einen Alucab-Querträger befestigt, also die 145er, und da drauf mit dem Alucab-Querträger-Markise-Halter die Markise dann dran montiert. Vorne und hinten, hier ist der Abstand, glaube ich, um die 120 Zentimeter, was eigentlich ideal für dieses Fahrzeug ist. Und es wäre auch natürlich ideal für noch ein Dachzelt, was wir drauf montieren werden. Aber das kommt noch. Jetzt haben wir euch alle Features von der Markise erklärt und gezeigt. Jetzt machen wir die zu und gucken, ob es genauso schnell geht wie bei der größeren. Erstmal Markisenellenbogen abnehmen. Hier die Verspannung dann lösen. Wir haben jetzt relativ starken Wind, das heißt der ganze Stoff geht nach oben. Ist eigentlich einfacher, wenn der Stoff nach unten geht. Ich warte kurz. Ja, dass es schwächer wird. Egal. Kann man den Stoff so runterstellen, einfach rübernehmen. So, Klettverschlüsse nicht vergessen, quasi rauszunehmen. 1, 2, 3. Wir machen müssen. Okay. Hier, Stoff ein bisschen verspannen und dann wie bei der größeren, wir nehmen den ganzen Stoff von hier und krempeln es dann hoch. Alles, was im Weg ist, nehmen wir, außer die natürlich Klettverschlüsse. Ein mittlerer Klettverschluss. Hier durch quasi die Schlitze rein. Verschließen, vorne genauso, wieder und ganz hinten für die Faulen unter uns, das lasse ich normalerweise auch weg. Oben die Tasche wieder rüberbringen, drüber stellen. Und das war's. Ich würde sagen, genauso einfach. Als Abschluss, ich glaube, ich finde die Markise ziemlich cool, vor allem für die Dimensionen wie ein Jimny. Die könnten wir noch ein Stückchen quasi nach hinten nehmen, um hier ein bisschen weniger rauszustehen. Aber da noch ein Dachzelt drauf kommt, haben wir es so gemacht. Schreibt uns in den Kommentaren, was haltet ihr von so einer kleineren Markise? Ich meine, wir haben es auch absichtlich mit Alucab besprochen, dass wir eine kürzere Markise rausbringen, weil die 270 Grad Markise war 260 Zentimeter lang und für manche Fahrzeuge einfach zu lang. Aber was haltet ihr davon? Schreibt uns mal einen Kommentar oder gebt uns ein bisschen Feedback dazu.